Digitalpianos für Anfänger. Die meisten haben da Instrumente für sogar weniger als 500 € im Blick. Das aber muss nicht bedeuten, dass man ein minderwertiges Instrument kaufen muss, nur weil es eben für den Anfang reichen muss. Ein gutes Beispiel ist das Roland FP10, das wir uns hier anschauen. Das ist das kleinste Piano aus der FP-Reihe von Roland, hat aber einige Features von den großen Modellen. Das schauen wir uns jetzt im Detail an. Yassin, du bist Klavierlehrer, studierter Jazzpianist. Von dir würde ich gerne wissen, ist das auch für den Klavierunterricht geeignet? Also da haben wir ja erstmal die Bauart. Es ist ein Portable Piano, schön klein, eigentlich ein Stage-Piano für die Bühne. Eigentlich ist es für die Bühne gedacht, aber natürlich auch für viele Keyboarder, glaube ich, auch ein gutes Zweitinstrument oder wenn man auch kleinere Gigs hat, auch sehr geeignet. Äußerst kompakte Maße, sehr leicht auch zu transportieren und man hat hier auch, man merkt es schon bei den Bedienelementen, sehr sparsam gearbeitet bei Roland. Ja, das ist wirklich angewandter Minimalismus, würde ich mal sagen. Diese Lautstärke-Einstellung über so Tipptaster, das ist nun wirklich der Weisheitsletzter Schluss nicht. Mit Sicherheit nicht, ja. Also ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es funktioniert natürlich alles auch geht alles natürlich, aber optimal ist es natürlich nicht. Was mir gleich auffällt, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber ich möchte dich eigentlich beim Spielen schon mal von dieser Sache hier erlösen. Das wird mitgeliefert als Sustain-Pedal. Das ist so ein kleiner Tipptaster. Es funktioniert, ja, es löst die Sustain-Funktion aus, aber das ist schon frech. Ja, es ist auch hier nicht optimal, würde ich mal sagen. Also mit so einem Fußtaster kann man nur schwer wirklich das Pedal simulieren. Also da würde ich auf jeden Fall empfehlen, 30, 40 € auszugeben für ein ordentliches Sustain-Pedal. Genau, wir stecken da deshalb gleich mal ein anderes dran. Da kann man zum Beispiel solche Geräte nehmen, das kann man in der Polarität umschalten. Das passt also an jedes Piano. Und das sollte das sieht eigentlich doch schon mal ganz anders aus. Ein besseres Klavierfeeling erzeugen. Moment mal. So, mal gucken, ob es funktioniert. Einwandfrei. Funktioniert schon besser. Funktioniert besser und man spielt natürlich gleich ganz anders. Pedal ist ein ganz wichtiger Effekt beim Klavierspielen und natürlich auch das Pedaldrücken ist dann natürlich auch wichtig. Grundsätzlich kann man sagen, Roland hat hier eine gute Tastatur eingebaut, die sich auch gut spielen lässt. Also relativ schwer gewichtet, finde ich. Ja, die stammt ja aus den größeren Modellen. FP60, FP30 hat es auch. Das ist eine Tastatur mit eben einer Ivory-Oberfläche. Das spielt sich schon sehr komfortabel, denke ich. Es ist eine Hammermechanik-Tastatur mit Druckpunktsimulation sogar. Und das ist für den Preis unter 500 € schon mal ein sehr, sehr schönes Feature. Also man hat ein super Spielgefühl, gerade wenn man wenn man Kontrolle braucht bei schnelleren Läufen und solchen Dingen, hat man natürlich durch die Schwere der Gewichtung der Tasten ein gutes Feeling. Was ein bisschen, was mir aufgefallen ist, dass die Gewichtung überall wirklich relativ schwer ist. Also normalerweise kennt man das ja, dass quasi die Basstöne so ein bisschen schwerer sind von der Gewichtung. Und dann wird es immer leichter und oben hat man normalerweise ganz leichte Tasten. Und hier haben wir aber auch jetzt hier oben relativ schwere Gewichtung. Das ist eine Geschmackssache, denke ich. Roland ist einfach diesen Weg gegangen und ich glaube, dass viele das auch vielleicht auch gut finden. Aber das sollte man auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen, dass die Tastatur insgesamt so ein bisschen... es ist vielleicht für Anfänger ein Hindernis, also dass es ein bisschen zu schwergängig ist. Man braucht schon ein bisschen Power, wenn man nicht geübt ist im Spielen. Und das sollte man einfach mit berücksichtigen. Ansonsten von der Tastatur, ansonsten trotzdem tadellos natürlich. Okay. Ich würde zu gern ausprobieren, ob es auch den Klassiktest besteht. Gerne. Okay, der Klassiktest. Ich bin natürlich kein Klassikexperte, aber zum Testen von Digitalpianos schaue ich mir natürlich auch das Ganze mal mit einem Klassikbeispielen an, um einfach die Anmutung zu haben. Ich nehme dann für die Dynamik, um das rauszufinden, nämlich so die Diabelli-Variation, eine von Beethoven und eine von Schubert. Die von Beethoven hat dann lautere Akzente.
Das finde ich schon sehr gut. Also gerade hier diese und auch die Akkorde. Da habe ich das Gefühl, die kann ich recht gut in der Dynamik kontrollieren. Also die Akzente lassen sich gut rausspielen. Die kommen schon fast ein bisschen zu laut, würde ich sagen. Gut, schauen wir uns das nächste an von Schubert. Das wird viel weicher gespielt. Ja, ich habe das Gefühl, dass ich im Schluss kann ich das sehr gut kontrollieren. Also der letzte Akkord kommt dann schön leise eigentlich. Den kann ich sehr gut ansteuern. Die Tastatur hat eben eine Druckpunktsimulation. Also ich habe diesen Punkt, den fühlt man jetzt nicht so stark hier, aber trotzdem kann ich wirklich sehr, sehr schön leise diesen Akkord anspielen. Okay, schauen wir uns noch die Resonanzen an. Also wie klingt es, wenn es richtig laut ist? Schön brillant, riesig großer Resonanzraum. Voller Klang. Also das kommt schon gut rüber. Aber ich sag mal, ja, das kennt man schon. Jeder Sound heutzutage klingt irgendwie gut, wenn man viele Noten laut spielt. Ja, so stimmt, im Pedal, dann ist es groß und laut. Das ist schon interessanter, wenn man dann im Pedal mit den Resonanzen leisere Sachen spielt, die weniger Töne beanspruchen. Wie zum Beispiel von Edward Grieg. Also da kommt dieser ganze Resonanzraum sehr, sehr schön austariert rüber. Finde ich gut. Guter Klaviersound. Ja. Lass uns noch ein paar andere Sounds hören. Das FP10 hat ja noch ein paar andere Sounds, jede Menge sogar, die man dann hier über diese Function-Taste anwählen darf. Das ist über die Tastatur wird das gemacht, das ist ja auch aufgedruckt. Komfortabler ist das Ganze, wenn man das mit der App macht. Die heißt Piano Partner. Die verbindet sich über Bluetooth mit dem Piano. Das ist eine praktische Sache. Diese App, Piano Partner, hat einige Funktionen, wie man kann Songs abspielen mit Notation, Übungsfunktionen, auch für Anfänger, eine Recorder-Funktion und ein Diary. Was sehr schön ist, gerade wenn man hier so wenige Bedienelemente hat, man kann die Keyboard-Tones auch hier über das Menü anwählen. Also wenn wir jetzt das E-Piano wollen, dann kann man das super bequem so anwählen. Hat man schon bessere gehört. Ja, ein bisschen gewöhnungsbedürftig vielleicht auch diese Ja, es perlt irgendwie ganz schön, aber das verklingt so schnell, habe ich das Gefühl. Ja. Geht relativ schnell weg, ja. Ja. Also, ja, schauen wir, da gibt es noch was anderes. Gut, das ist so ein typischer Classic Sound. Ja. Ein Wurlitzer gibt's auch. Aber auch bisschen gut. Ich glaube, wir können schon mal hier festhalten, ganz im Vordergrund steht der akustische Klavierklang, den ich auch wirklich schön finde. Der sehr gut klingt und der, glaube ich, auch so einer der Gründe ist, warum man sich das Gerät kauft. Würde ich auf jeden Fall sagen. Also da können wir schon mal zusammenfassen. Ein sehr, sehr, sehr kompaktes, kleines Portable Piano mit einem ansprechenden akustischen Klavierklang und eine gute Tastatur. Ein bisschen schwergängig, wie du sagst. Muss man sich vielleicht als Einsteiger dran gewöhnen, gerade wenn man anfängt mit dem Klavierspielen, dann vielleicht einfach mal Probe spielen. Ansonsten eine trotzdem gut kontrollierbare Tastatur, wo man das Spielen gut kontrollieren kann. Und ja, die Bedienung ist ein bisschen
ein bisschen minimalistisch ausgefallen. Auch hier eine Frage der Gewöhnung. Mit dem Pedal, haben wir am Anfang schon gesagt, muss man 40 € sicherlich nochmal einrechnen, Genau. wenn man Spaß haben will mit dem Gerät. Aber ansonsten für den Preis auf jeden Fall auch. Ja, also für den Preis finde ich das okay. Gerade bei der Tastatur finde ich es interessant, das über USB MIDI an den Rechner anzuschließen, um eine schöne Tastatur zu haben für Piano-Plugins und dergleichen. Die Lautsprecher intern fand ich auch jetzt nicht so berühmt, aber das ist bei der kompakten Bauweise eigentlich kaum zu machen, dass man da großen Sound erwarten sollte. Ja, damit muss man leben. Ich denke, der Klavierklang in Verbindung mit der Tastatur sind auf jeden Fall das Kaufargument. Absolut. Runde Sache, minimalistisches Piano, in den wichtigen Dingen gut. Ja. Wer mehr will, muss eben auch mehr Geld ausgeben. Genau.